Hallo zusammen, wir sind hier in Pergamon auf der Akropolis oben am Steinhaufen anschauen, die zweite. Ja, willkommen in unserem Zuhause in Ayvalik. Wir hätten eigentlich hier einen Warm Shower Host gehabt. Das ist eine Community für Fahrradreisende, wo man jemanden besuchen kann und in dem Sinne kostenlos übernachten. Leider hat das nicht geklappt, weil der Garten, den wir uns recht gross vorgestellt haben, war zu klein für unser Zelt. Aber die nette Gastgeberin Tara hat uns nachher das Hotel gezeigt und jetzt haben wir hier 2 Nächte gebucht. Und es ist eigentlich ein richtiger Palast, so ein uraltes Haus. Und wir führen da jetzt gerade mal kurz da durch die Gänge durch, Richtung Innenhof. Ja, da unten sind unsere Velos parkiert. Im Orangenbaum. Genau, im Orangenbaum. Ja, und jetzt haben wir heute spontan entschieden, weil wir gestern so spät angekommen sind, dass wir noch etwas vom Ort sehen, von Ayvalik. Ich bin schon mal da, habe aber nicht mehr viele Erinnerungen daran. Und wir haben einfach Lust, ein bisschen die Gässchen zu erkunden. Genau, es sollte hier so ein altes griechisches Dorf haben. Hinten an der Hauptpromenade in dem Sinn. Und das gehen wir jetzt ein bisschen anschauen, Auskundschaften. Genau, so wirkliche Sehenswürdigkeiten gibt es hier nicht, aber... Ja, also wir haben gestern einen kurzen Einblick bekommen, wo wir durchgefahren sind mit dem Velo und es hat uns mega spannend gedacht. Ja, wir haben gefunden, es ist einfach schade, um jetzt gerade weiterreisen. Genau. Und das ist ja nicht das Ziel unserer Reise, dass wir möglichst schnell vorwärts kommen. Darum geniessen wir jetzt Ayvalik und das schöne Wetter mit dem blauen Himmel. Ja, das ist die Unterkunft von außen. So. Unsere Gasse. Dort oben hinter der Fahne ist unser Zimmer. Die 2 Fenster. Ja. Ja, und das ist so ein bisschen der Eindruck von diesen Gästchen hier. Überall Katzen. Genau. Ja, und wie ihr gesehen, ist in der Türkei Maskenpflicht. Genau. Überall. Also Ja, nicht nur in den genau, Restaurants. Genau, in den Parks, am Strand. Es ist ja mühsam. Beim Velofahren halten wir uns aber nicht dran. Nein, natürlich nicht. Aber das wird, glaube ich, auch nicht erwartet. Ich glaube auch nicht. Die Polizei hat noch zumindest nie etwas gesagt, hat uns sogar beschenkt und nicht auf die Masken aufmerksam gemacht. Ja. Und wir fühlen uns jetzt nicht eingeschränkt für unsere Freiheit wegen der Maske. Das ist völlig in Ordnung so. Ja. Das machen wir alle. Ja, jetzt kommen wir glaube ich in die Hauptgasse. Zumindest hat das gestern so gewirkt. So schön da. Ja, mega. Ja, es ist unser letzter Tag hier in Ayvalik und wir haben Glück, es ist gerade Mehrtag am Donnerstag. Leider brauchen wir heute kein Gemüse, weil es wird traumhaft, es sind so viele frische Sachen da. Es macht richtig viel Freude, so viel Gemüse und Früchte und natürlich auch Oliven direkt von den Produzenten. Was wir uns jetzt gepostet haben, sind unsere Lieblinge, Zimit, Sesamkerne. So frisch alles, wirklich. Und wie ihr seht, ist ein riesig grosser Markt. Und es ist wahnsinnig günstig. Wir versuchen damit halt nur wenig zu posten wegen dem Platz. Aber das ist fast unmöglich. Weil einem die Leute immer mehr mitgeben. Ja, als wir eigentlich wollen. Ja. Jetzt geht es weiter. Genau, Richtung Pergamon. Ja, zurück aufs Velo. Ja. Hier am Strassenrand
wollen Granatäpfelsaft trinken. Mal eines kurz einen probiert, aber das funktioniert da. Spannend drauf. Ja, und er wohnt da hinten und das ist ein Granatäpfelbaum, wo aber jetzt nicht viel Früchte rauskommt. Wir sind in Bergamo. Ja, Jetzt noch 60 Meter bis zu unserem Hotel in der Altstadt. genau. Und da oben ist die Akropolis vom historischen Pergamon. Genau. Jetzt sind wir ganz lang durch die moderne Stadt von Bergamo gefahren. Ja. Echt nichts Schönes. Und plötzlich biegst du ab. Die Ja. Autos sind weg. Überall Bäckereien und so kleine Läden. Und es fühlt sich auch wieder wie im Orient. Wirklich ganz anders. Sehr Ja, also vorher wirklich zweispurige Straße, ganz viele Autos mit Lastwagen und allem. Ja. Richtig grusig, richtig anstrengend. Ja. Ja, schön da zu sein. Ja, sehr. Schöne Brücke halt. Ja. Hallo zusammen, wir sind hier in Pergamon. Auf der Akropolis oben am Steinhaufen anschauen, die zweite. Genau. Und ja, wie ihr gesehen, es sieht mega spannend aus. Haben wir gefunden, all die Fundamentmürli da von diesen Palästen, bis wir dann da über den Hügel gekommen sind und dann das entdeckt haben. Und doch, das sieht doch schon mal viel spannender aus. Leider sind viele Sachen von diesen antiken Städten nicht erhalten oder die spannendsten Sachen haben die Museen genommen. Ich war in Berlin schon mehrmals im Pergamon-Museum und irgendwie sind die schönsten Sachen von diesen antiken Städten dort versammelt und gar nicht da, wo sie eigentlich herkommen. Was eigentlich hingehört. Ja, nicht ganz in Ordnung. Und wie ihr seht, sind wir natürlich die einzigen weit und breit. Ja. Ja. Wie so oft. Bis jetzt keinen anderen Tourist gesehen hier oben. Schon sehr besonders. Ja. Ja, wir sind immer noch in Bergamo. Jetzt gerade vor der Roten Halle, der sogenannten. Das war ein römischer Tempel, der von den Römern gemacht worden ist, der aber ägyptische Gottheiten gewidmet war. Völlig logisch. Ja, Es ist anscheinend öfters vorgekommen, dass die Römer noch für die ägyptischen Gottheiten einen Tempel hatten. genau. Ja, und was wir hier hinten eigentlich sehen, ist alles der Rohbau. Eigentlich ist alles innen und außen mit Marmor verkleidet gewesen. Ja, hier im Hintergrund seht ihr da, eine Rekonstruktion, wie das Ganze hätte gewirkt haben. Wenn man das so anschaut, dann muss man sagen, wow, hat sicher gewaltig ausgesehen, das Ding. Gehen wir mal rein schauen. Gehen wir mal weiter, ja, schauen. Ja, wir sind jetzt hier rein. Es ist gewaltig, es ist riesig. Und anscheinend hat es hier innen eine Statue gehabt, mit einem offenen Maul, und irgendwo hat es ein Loch gehabt, wo ein Priester sich verstecken und dann... Durch das Maul von der Gottheit zum Volk sprechen. Genau. Sehr schräg, ja. Das sieht man leider nicht mehr. Wow. Ja, wir sind immer noch in Bergamo. Und zwar jetzt am Nachmittag sind wir im Asklepeion, einem wichtigen antiken Kur- und Heilzentrum. Der antike Arzt Galen hat da ganz wichtige Schriften gesammelt über sein medizinisches Wissen. Und das ist alles festgehalten worden über Nervensystem und Kreislauf. Und das hat nachher als Grundlage der Medizin bis ins 16. Jahrhundert gegolten. Also sehr eine grosse Wichtigkeit gehabt. Und in dieser ganzen Anlage sind Patienten hingekommen für verschiedene Therapien. Das hat teilweise recht modern gewirkt, also mit Schlammtherapien, Öl, Massagen, Kräutereinnahmen, aber auch Traumdeutungen und Schlaftherapien haben dazugehört und natürlich heilige Bäder. Ja, durch diesen Tunnel sind damals Patienten gelaufen,
dem Weg zu den Patientenräumlichkeiten. Und der mystische Klang vom Wasser sollte schon bereits einen Teil der Therapie darstellen. Ja, so ist Veloferien, Velotouren auch. Einerseits ein wunderbarer, schöner Veloweg, andererseits nicht der schönste Ausblick über auf die Industrie. Restlichste Gegend ever. Ja, wir sind jetzt in Jeni Foggia, wo wir gestern unplanmäßig übernachtet haben. Wir waren ein bisschen spät dran und es hat angefangen mega winden, es ist kühl geworden. Wir hatten keine Lust mehr auf die nächsten Kilometer, wo es recht drauf geht. Ja. Wir haben aber auch nicht wirklich ein tolles Zimmer gehabt. Ja, vergessen wir das. Wir fahren jetzt weiter. Und hoffen, dass der Weg hier an der Küste entlang mal ein bisschen schöner wird als die letzten Tage, wo es einfach halt nicht so landschaftlich nicht so schön war. So einen Ausblick haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Das macht mit den Reisen. So ein bisschen etwas Schönes zu sehen. Haben Sie vermisst? Yağmurlu bir Eylül akşamı, sen biraz sarhoş, ben ise dargın. Gözlerim dolu, dilimde bir şarkı, ben senden uzak sevdim. Ja, hallo zusammen. Wir sind hier an der Küste entlang zwischen Jeni, Foggia und Foggia. Und das ist eigentlich der Bereich, wo wir gestern hätten rausfahren wollten zum Übernachten. Zum Glück haben wir es nicht gemacht, weil jetzt haben wir herausgefunden, dass die einen Strände noch überbaut sind mit irgendwelchen Ferienanlagen und dass die anderen Strände militärische Sperrgebiete sind. Haben wir auch noch nie gesehen in einem Land. Ja, sehr viel Militär da, die ganze Küste entlang. Teşekkür ederim her şey için, güven bırakmadın, tebrik ederim, yoksa unutamazdım. Aylarca yıllarca girmeseydi bu aşka üçüncü bir kişi. Teşekkür ederim her şey için, güven bırakmadın, tebrik ederim, yoksa unutamazdım. Aylarca yıllarca. Weg rein in die Stadt Izmir. Ja, jetzt hat man nicht filmen. Es war too much mit dem Verkehr. Aber jetzt haben wir einen Veloweg gefunden. Jetzt wird es gerade gemütlich. Sonntagsbeschäftigung in Izmir. Ja, das hast du überlegt, wenn wir mit unseren Campinghocker und einem Bier hocken, zum Inkognito sein. Wir
wir sind wieder mal auf der Fähre. Aber nur von der einen Seite von Izmir auf die andere. Das wäre noch mega weit draussen rumgegangen. Guten Morgen. Hallo. Wir sind in Izmir unterwegs. Ja, Und immer wieder in der Türkei haben wir gesehen, es sind wahnsinnig viele Hunde und Katzen auf der Straße, die auch gefüttert werden. Und das Ganze geht noch einen Schritt weiter. Es gibt Ja. sogar einen offiziellen Tierfutterautomat. Der Mama-Matic genau. kann man auswählen. Und darum haben wir jetzt herausgefunden, warum das hier die Tiere alle so happy sind. Wenn man da so rumschaut, oder? Da das Eloi hat, oder die Muscheln. Muscheln. Oder da einen, noch besser, die schönen Krabben. Ja, ist irgendeine Schule oder ein Kindergarten da? Ja. Ja. Ja, wir gehen jetzt ein bisschen Sightseeing machen in der Stadt. Laufen ein bisschen rum. Wenn wir gestern ein bisschen fürs Velo geschaut haben, dass sie neue Ständer haben und so weiter. Wir haben einen ganz guten Fahrradladen gefunden, der sehr gut ausgestattet war. Ja, sehr nett. All. Ja, und in Izmir sind wir 3 Nächte insgesamt. Bei einem Warm Shower Host, also wir können bei jemandem privat wohnen, im Wohnzimmer. Sehr, sehr angenehm, sehr schön. Ja, sehr nett. Ja, und jetzt mit Cool. im Zentrum auch. Ja, mega. Ja. Also so zentral hat man glaube ich gar kein Hotel gefunden. Nein, und es ist schön, einfach mit jemandem zusammen im Apartment zu wohnen. Dann so mitten in der Stadt sein. Sehr angenehm. Ja. Ja, bis jetzt gefällt uns Izmir der erste Eindruck. Sehr eine entspannte Stadt. Sehr offen, liberal, europäisch. Eigentlich. Aber jetzt gehen wir noch ein bisschen in ältere Teile. Dann kennen wir alte Bazar, wo es dann definitiv ein bisschen orientalischer dazugeht als da. Mhm. Und Ja. dann nehmen wir auch mit. Ja, wir haben es in den Bazar geschafft und trinken hier gerade starken türkischen Kaffee und den üblichen Chai natürlich. Wie schmeckt es? Ja, fein. Hat man zwar einen Äpfelchai anbieten, aber ich bin natürlich nicht auf das reingehauen, Und wieso hat man nicht gerne Äpfelchai? wenn man den richtig trinken soll. Ja, der Schwarze. Äpfelchai ist nur für Touristen. Genau. Scherefe. Zum Wohl. Ja. Hier in diesem Ecke vom Markt hat es lauter Kaffeemacher. Das ist die Kaffeemacherstrasse. Und der Markt ist wirklich noch so ein bisschen unterteilt. Also, vorne dran sind wir eine Strasse entlang gelaufen, wo es nur Brautkleider hatte. Dann ist Schmuck gekommen. Dann hat es den Markt gegeben mit Zwiebeln. Und allen möglichen Sachen, um etwas zu wachsen. Also Zwiebeln für Blumen. Für Blumen, genau. Blumenzwiebeln. Ja. Dann hat es ganz viele Stände gegeben, die gefüllte Herdöpfel verkauft haben, mit Einkaufswägelchen voller Herdöpfel vorne dran. Ja, es ist wirklich interessant, das zu sehen. Ist natürlich ein bisschen touristisch da, vor allem der überdachte Teil des Bazar, aber natürlich viel, viel weniger als der grosse Bazar in Istanbul. Das da? Ja, leider haben wir schon geheiratet. Da wäre es viel einfacher gewesen, ein schönes Kleid zu bekommen. Alle nebeneinander. Ja, genau. Sogar für die Männer. Ja, jetzt sind wir im alten Markt, in der Agora. Ja, so hat das früher ausgesehen. Ja, eigentlich genauer genommen im Untergeschoss. Da oben sieht man noch ein bisschen etwas von der Säule. Ja, mega toll.